Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute mit Asiana von Sydney nach Seoul. Sind jetzt hier aber in der SkyTeam Lounge. Warum? Weil Asiana doch gar nicht zu der SkyTeam Allianz gehört. Ja, eigentlich wollten wir in die American Express Lounge hier in Sydney gehen, weil wir haben ja die Kreditkarte von American Express, die Platinum-Kreditkarten, haben dadurch alle beide einen Priority Pass Zugang oder halt auch den direkten Zugang durch die Karte in diese Lounge, aber die war so voll, dass man uns ausgelagert hat in diese Lounge. Und dann machen wir mal ein Experiment, ob denn diese hier besser ist. Zumindest der erste Eindruck, sie ist leerer. Und sie hat eine mega tolle Aussicht. Hier Korean Air, aber mit der fliegen wir nicht. Das ist unser Flieger, die A380. Die bringt uns nämlich heute nach Seoul. Ungefähr 10 Stunden ist die Flugzeit. Und in der Business Class. Aber ob wir wirklich in der Business Class sitzen, das werden wir nachher sehen. Denn da ist ja bekanntlich eine First Class eingebaut. Aber auf der Strecke bietet Asiana keine First Class an. Leer lassen sie die Sitze auch nicht. Das heißt, wenn man das Glück hat, man fragt beim Check-in oder jetzt wie wir am Gate, bekommt man die Sitze in der First Class quasi kostenlos, aber man bekommt dann entsprechend einen Business Class Service. Ich hoffe, wir haben Glück. Ja, also sie ist auf jeden Fall angenehmer, weil sie fast leer ist. Es gibt Frühstück, ich hasse Frühstück, ihr wisst es ja, deswegen spare ich mir das jetzt. Ich warte auf den Flieger, da gibt es bestimmt lecker Bibimbap bei den Südkoreanern, da freue ich mich drauf. Jetzt gehe ich nochmal schnell zum Gate und hoffe, dass ich dort unseren Sitzplatz ändern kann. So, ich habe zwar neue Boarding-Karten, aber leider hat es nicht geklappt. Also offensichtlich gibt man die Tickets oder offensichtlich gibt man die Plätze nur an Asiana-Kunden, also Stammkunden. Ja, kann ich auch wieder verstehen, aber jetzt haben wir zumindest Sitze hintereinander am Fenster. Wir waren nämlich vorher quer durch die Kabine gesetzt worden. Warum auch immer. Asiana hat ein ganz, ganz schwieriges Check-in-Verfahren und ich konnte vorher auch keine Sitzplatzreservierung machen. Das fand ich ziemlich blöd. Naja. Asianas Business Class befindet sich im Upper Deck, da sitzen wir. Ich bin Reihe 14, Sitz K, Dominik 15, Sitz K und ja, direkt an der Galley, aber das ist nicht das Problem. Dafür habe ich einen ziemlich großen Platz hier und ihr kennt ja das, im Upper Deck hat man am Fenster immer riesengroße Fächer, wo man noch einiges verstauen kann, aber wir haben noch viel, viel mehr zum Verstauen. Hier unten drunter unter der Fußablage befindet sich noch mal ein Fach. Rechts ist ein kleines Fach vielleicht für ein Mobiltelefon. Die Ablage hier. Das war es erstmal, aber es ist schon eine ganze Menge. Natürlich noch die Overhead-Bins. Asianas Business Class ist wie gesagt im Upper Deck und hat eine 1:1 Konfiguration. Die Sitzplätze am Fenster sind abwechselnd näher am Fenster dran und einmal
nicht am Fenster dran. Das hat den Hintergrund, dass man die Füße immer entsprechend in den Tisch des Vordermanns strecken kann. In der Mitte gibt es dann abwechselnd Sitzplätze am Gang und Sitzplätze, die ganz nah nebeneinander sind. Das sind die sogenannten Honeymoon Seats. Da sitzt man halt als Pärchen sehr nah nebeneinander. Auch eine gute Idee. Ich sage euch mal die Seatmap über Seatguru. Das ist ja eine Seite, wo man vorher sein Flugzeug und auch seine Sitzmöglichkeit genauestens angucken kann. Und da könnt ihr auch sehen, wie die Sitzanordnung hier auf diesem Flugzeug ist. In unmittelbarer Nähe befinden sich hier die Anschlüsse, USB-Audioanschluss. Die ganzen Knöpfe und Steckdose ist hier unten. Könnt ihr es übrigens hören. Hier läuft klassische Musik. Warum hier bei Asiana das gespielt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, Champagne ist gut. Thank you. Ich habe vorhin schon ein bisschen nach vorne geguckt, weil vor mir ist ja die Galley. Es wird hier ein Welcome Drink in Form eines Champagners serviert und das ist Laurent Perrier Champagne. Cheers. Oh, cool. Thank you. Ein ganzes Paket mit Kopfhörern. Noise Cancelling Kopfhörer finde ich cool, die sehen auch gut aus. Mit dem Asiana Branding Slipper und das Amenity Kit. Das ist eine relativ bekannte Marke. Die Creme da drin, also die Body Lotion, die riecht so toll. Mal sehen, ob es wieder eine gibt. Genau. Die gibt es übrigens auch bei TAP Portugal, bei Philippine Airlines und jetzt kürzlich auch bei... Habe ich vergessen. Air China. Dominik sagt gerade Air China. Die Mitte neben mir ist komplett frei, also ist lang nicht ausgebucht, der Flieger. Das sind die Slipper und die Kopfhörer. Die sahen nur so hochwertig aus, sind sie aber nicht. Wir sind eigentlich total günstig, kann ich das sagen? Also mal gucken, wie die Soundqualität nachher ist beim Film gucken. Das ist die Decke hier von Asiana, so hat sie es gerade gesagt, Asiana. Und die Kissen sind auch ziemlich hochwertig, auch wenn sie ein bisschen altmodisch aussehen mit der Farbe. Ich habe schon mal so ein bisschen mit dem Multimedia-System, Entertainment-System hier rumgespielt. Und zwar ist die Auswahl recht mager. Westliche Filme, Hollywood-Filme, also ich habe gerade mal so maximal so 25 an der Zahl gezählt. Aber zumindest habe ich ein oder zwei davon noch nicht gesehen. Und hier rechts ist dann so eine Art Controller, der relativ modern aussieht, aber das Display ist überhaupt nicht hochauflösend. Das kenne ich irgendwie von anderen besser, aber ist auch nicht so schlimm, ist nicht so wichtig. Wollte ich eigentlich nur mal so am Rande erwähnen. 10 Stunden ist übrigens jetzt die errechnete Flugzeit. Erst angegeben mit ungefähr 11 Stunden, jetzt ist es eine Stunde weniger. Ist halt manchmal, sie haben halt Rückenwinde, dann geht es dann doch schneller als gedacht. Das hier ist der Tisch. Erinnert mich so ein bisschen an Air Berlin, war ähnlich funktional. Also ist ein massiver Tisch, der sich so bewegen lässt, um den Platz zu verlassen. Perfekt. Einfach erklärt.
Asiana gehört zur Star Alliance. Das heißt, ich kann bei diesem Flug hier bei Miles & More Meilen sammeln oder halt auch bei SAS. Wir sammeln bei SAS, weil wir dort einen Status haben und den müssen wir requalifizieren. Den hat man ja immer nur für ein Jahr, einen Goldstatus. Da muss man also dann entsprechend die Requali nochmal machen im nächsten Jahr, um sie wieder zu erhalten für das kommende Jahr. Das sind 45.000 Meilen, Statusmeilen, die man braucht, aber alles, was das Thema Statusmeilen, Premiummeilen, überhaupt einen Status betrifft, da haben wir ein Video drüber gemacht. Das wäre jetzt viel zu viel. Schaut am besten euch das mal an, denn ein Status ist relativ wichtig, denn mit einem Status wie den Goldstatus bei SAS oder den Senator bei Lufthansa hat man Loungezugang, Priority Boarding, vor der Security eine Fast Line. Das heißt, die Schlange ist meist viel kürzer und man kann, wie gesagt, in die Lounge gehen. Beim Boarden ist man auch noch mit der Erste im Flugzeug, was nicht unbedingt wichtig ist, aber es hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn man zum Beispiel Economy fliegt und man hat einen Koffer dabei und man ist einer der Ersten, dann hat man wenigstens noch Platz in den Overhead-Bins. Wenn man nämlich einer der Letzten ist, hat man manchmal Pech und muss den Koffer entweder abgeben, dann wird er unten in den Laderaum gebracht oder er wird irgendwo anders verstaut. Das kann am Ende dann wieder schwierig werden, ihn wieder zu bekommen beim Aussteigen. So ist das halt. Also Status ist relativ wichtig. Alles, wie gesagt, darüber haben wir in einem Video erklärt. Am besten mal auf das i drücken und guckt euch das nochmal an. Wenn wir schon mal gerade bei unseren Videos sind, bei Miles & More kann man Premium-Meilen sammeln, um sie wiederum für Premium-Flüge einzusetzen, wie zum Beispiel einen Business-Class-Flug in die USA und zurück. Das sind die sogenannten Meilenschnäppchen für 55.000 Meilen. Die muss man erstmal erarbeiten. Die muss man nicht unbedingt durch Fliegen erarbeiten. Man kann sie auch durch andere Dinge, wie der Payback-Karte, durch Einkaufen, sammelt man Payback-Punkte, die kann man 1:1 zu Miles & More transferieren, also umwandeln, kostenlos. Oder ich bestelle mir 3 Zeitungsabos für jeweils 100 Euro, bekomme dafür eine Prämie. Kennt man ja, manchmal bekommt man eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Brauchen wir nicht, wir nehmen die Punkte, 10.000 Punkte für ein Zeitungsabo und das können wir 3-mal machen um 30.000 Punkte und dann haben wir ganz schnell 55.000 Meilen zusammen. Das ist jetzt der Schnelldurchlauf, da haben wir auch ein Video drüber gemacht, wie man schnell an Premium-Meilen kommt. Also ist schon eine Idee, also guckt euch mal das Video an. Oh ja, it's really hot. Thank you. Das ist Dominiks Idee gewesen, finde ich gar nicht so verkehrt, denn man weiß nie genau, wo hier die Bakterien und Viren so alle schlummern. Also mal ein bisschen sauber machen. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm part of this airplane. If you need any assistance, let me know anytime. Okay, thank you very much. Nice to meet you. Ah, ja. This is today's menu. We have the 3 main courses, Western and also... Das ist die Menükarte hier auf den Flug. Sie besteht aus einmal dem Meal, dem Essen und einmal der Getränkekarte. Aber ich warte ja schon die ganze Zeit auf die Karte, um zu gucken, ob es denn Bibimbap gibt. Und es gibt sie, die koreanische Nationalspeise. Ich liebe sie ja. Das ist ja ein heißer Pot, also heißer Reis mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten oder Zutaten, die man dann zusammenrühren muss. Und Soße und so Kleinigkeiten halt. Mag ich total gerne, freue mich drauf, werde ich auf jeden Fall bestellen. Zusammen mit koreanischer Vorspeise, Nachspeise und sogar einer Erklärung, how to enjoy Bibimbap. Ja. Interessant ist, dass hinter den Speisen gleich die Kalorienanzahl steht. Hello, Hi. sir. Would you like to order the menu, sir? Yeah, I'm going for the Bibimbap. Yeah. Asiana Airlines ist übrigens eine der beiden großen südkoreanischen Airlines. Korean Air sind wir ja schon mal geflogen in der First Class, aber noch nicht in der Business Class. Und hier ist es umgekehrt. Hier sitzen wir in der Business Class, aber noch nie in der First Class. Ja, mal sehen, da haben wir also noch Spielraum für mehr. Bis jetzt bin ich schon ziemlich begeistert, wenn ich auch die Sitze hier doch irgendwie ein bisschen altmodisch finde. Die sehen zumindest so aus, sind sie nicht. Jeder Sitz hat einen eigenen Gangzugang, was ich ja höchst modern finde. Das hat nicht jede Airline und es ist ein flaches Bett. Ich habe einen extra großen Controller. Ich kann den Sitz in verschiedene Positionen bewegen. Also von daher, es ist schon up to date, das Produkt. Mal sehen, wie das Inflight-Menü ist und das Entertainment-System, ja, das habe ich euch ja schon erklärt. So, die Cremes sind teilweise gar nicht so blöd, diese Idee. In der Luft, also im Flugzeug, ist die Luft nämlich meist mega trocken. Wenn man, so wie ich, vor ein paar Tagen noch einen Sonnenbrand hatte, auf der Stirn, dann ist die Haut noch ausgetrocknet. Aber sie duftet toll.
Socken sind übrigens auch drin, sowie die Augenmaske, ein Kamm, Zahnbürste, Zahncreme und Taschentücher sowohl als auch Ohrstöpsel. Ja, das ist alles, was man auf so einem Flug benötigt. Oh. Als sogenannter Gruß aus der Galley oder Amuse-Bouche wird hier ein geräucherter Lachs serviert. Eine Fleischrolle koreanischer Stil. Cool. Interessant, es gibt gleich 3 Vorspeisen. Beziehungsweise eigentlich nur 2. Das andere war ja der Appetizer, beziehungsweise der Gruß aus der Galley. Dann gab es einmal die Rinderrolle und jetzt nochmal eine Kürbissuppe, die aber sehr, sehr dickflüssig ist. Ob das noch als Suppe durchgeht, ich glaube nicht. Könnte man fast schon als Kürbisbrei bezeichnen. Bibimbap. Bibimbap, ja. Yeah. Do you know how to use it? Yeah, no, it's not my first time. Ja, und das ist das sogenannte Bibimbap. Es ist eine große Schüssel mit ganz vielen verschiedenen Zutaten. Eine Schüssel mit Reis und verschiedene andere Gemüsesorten. Noch demnächst noch eine mit Fisch, aber das wird dann mega nach Fisch schmecken. Das lasse ich mal lieber. Und noch so eine kleine Schale mit einer Suppe. Ganz wichtig ist, dass man das Sesamöl reinmacht. Das gibt dem ganzen Gericht noch die besondere Note. Immer dasselbe, Leute. Kaum ist Essen auf dem Tisch bei mir, dann fängt es an, Turbulenzen zu geben und ich muss mich anschneiden. Aber jetzt rühre ich erstmal zu Ende. Oder? Oh oh. Ja, besser vorsichtig sein. Boah, lecker, sage ich euch. Ein bisschen scharf durch die Red Pepper Sauce, aber mega gut. Und zum Schluss, es passt überhaupt nicht zum koreanischen Menü, aber ich dachte, ich probiere es mal. Die Käseplatte mit 3 verschiedenen Arten von Käse und getrockneten Früchten. Und das sieht aus wie so ein bisschen das Birnenbrot bei der Swiss. So if you finish the service, there will be some remainder cheese that I will serve you. Okay. Thank you. Habt ihr die Kaffeekanne und die Teekanne gesehen? Das nenne ich mal stilvoll. Oh, jetzt bin ich aber sehr überrascht. Mega hell hier in dem Waschraum und mega groß. Ich kann mich ja richtig hier bewegen. Oh, was sehe ich denn da? Einen ganzen Korb voller Amenities. Das, was ich euch gerade noch gezeigt habe, im Amenity Kit, gibt es hier teilweise auch Zahnbürste, Zahncreme, einmal eine Mundspülung, Desinfizierung für die Hände, nochmal eine Creme, Parfüm, Shaving Gel. Das ist schon cool. Eigentlich ist es fast schon alles jetzt durchgelaufen. Jetzt zeige ich euch noch mal schnell den Sitz, wie der funktioniert und dann werde ich den Film schauen und den Rest des Fluges genießen. Hier rechts ist das Panel mit den verschiedenen Knöpfen. Es gibt 3 Schnellzugriffe in der Position, in der ich gerade bin, also die Start- und Landungsposition, also die gerade Sitzposition, die Lounge-Position und einmal die Bettfunktion. Ruckzuck ist der Sitz in eine gerade Liegefläche verwandelt und er ist ziemlich lang, aber auch echt eng vorne bei den Füßen, die sind sehr eingeengt. Allerdings finde ich ihn relativ weich. Genauen Maß werde ich euch nochmal durch den Einblender jetzt einblenden von der linken Seite. Ja, und ich werde mich jetzt wieder auf die Lounge-Position begeben.
denn dann kann ich am besten Fernsehen. Acht Stunden können schnell rum sein. Es sind 8 Stunden schon rum, nur noch 2 Stunden bis zur Landung. Wenig geschlafen, einen Film zu Ende geschaut. Ja, aber nichts weiter gegessen. Und jetzt gibt es 2 Stunden vor Landung nochmal eine Kleinigkeit. Ich habe die Wahl zwischen Western Food und Korean Food und ich habe mich für Korean entschieden. Es gibt irgendwas mit Reis. Mehr weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, und Vorspeise ist hier Schinken. Das sieht eher westlich aus. Dann lass mich mal überraschen. Es war auf jeden Fall ein Fehler, aber ich konnte es ja nicht beeinflussen. Die Sitzplatzreservierung hat nicht funktioniert hier bei Asiana. So nah an der Galley zu sitzen. Es war so laut, also die 8 Stunden Schlaf waren überhaupt nicht erholsam. Permanent aufgewacht, obwohl man Ohrstöpsel drin hatte, weil direkt vor mir diese Türen sind, wo die Flight Attendants alle ihre Sachen drin haben und auch natürlich Sachen für die Galley halt. Hat ständig gekracht. Also besser ist immer so weit wie möglich weg von Galleys. Schmeckt wie koreanisches Gulasch. Genau mein Geschmack. Nur sehr scharf. So, ganz kurzes Fazit auch von meiner Seite. Ich habe noch was gefunden, worüber ich meckern kann. Nein, Quatsch. Eine Sache, die etwas blöd war, und zwar dieser Monitor. Der ist fest verbaut und sobald man etwas die Position ändert, wie zum Beispiel eine gemütliche Position, um den Film zu schauen, ändert sich auch der Blickwinkel logischerweise und dadurch sind Schatten ziemlich komisch dargestellt, so grünlich oder so. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, auf jeden Fall ist es nicht mehr schön, den Film anzuschauen. Normalerweise müsste man den Monitor dann so leicht neigen, damit das ja wieder normal für einen, der den Film ansieht, aussieht. Ansonsten bin ich zufrieden gewesen hier an Bord von Asiana auf einem fast 11-Stunden-Flug. Es war vom Service her wirklich sehr gut, muss ich sagen, aufmerksam. Die Speisen haben mir geschmeckt, es war etwas zu viel, wie ich fand. In der Hinsicht, also ich konnte nicht mehr. Der Fisch morgens, den ich bestellt habe, ich habe es nicht essen können, es war einfach zu viel. Allerdings von der Qualität her, ich würde sagen so 2 bis 3, wenn man da jetzt Schulnoten vergeben würde. Das soll es von mir gewesen sein. So. Ja. Qatar, Etihad oder Emirates haben eine Lounge. In der A380, 2 davon haben eine Dusche. In dem Bereich, in dem ich gerade sitze hier, Asiana hat hier einfach nur einen ganz normalen Sitzbereich, ebenfalls wie auch Qantas. Die machen das auch so. Die nutzen den Bereich einfach so als Sitzmöglichkeit. Auf der anderen Seite ist eine riesige Toilette, also einen riesen Waschraum. Den zeige ich euch gleich nochmal. Ansonsten kann man hier einfach nur ein bisschen Zeit verbringen. Genau, das ist er. Er hat einfach das gleiche Angebot wie auch in den kleinen Toiletten, nur hat man mehr Platz. Ladies and gentlemen, please keep seated. Cabin crew to all sides stand by, please. Changes line. Number 3 clear. Number 5 clear. Opening number 1 clear. Opening number 2 clear. Opening number 3 clear. So, angekommen in Seoul. Wir sitzen schon am Gate, aber wir dürfen uns nicht abschnallen und hier werden nochmal alle Türen separat gesichert und irgendwie geht es nicht voran. Also Asiana hat eine ganz spezielle Art, ans Gate zu kommen. Mal schauen, ob wir hier noch pünktlich rauskommen. Wir haben jetzt sowieso 5 Stunden Zeit in Seoul, aber wir haben keine Boardingkarte für unseren nächsten Flug mit Lufthansa in der A350. Freue ich mich zwar drauf, aber wie gesagt 5 Stunden und jetzt noch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt hier aus dem Terminal raus müssen und wieder rein. Macht nicht so viel Sinn, wir werden es sehen. Ja, und dann kann ich jetzt ja schon mal unser Outro drehen. Das eine habt ihr schon von Dominik gehört, seine Meinung. Ich bin ähnlicher Meinung, ich finde es toll. Bisschen altmodisch finde ich hier die Kabine aufgrund der Farbe, aber die Sitze sind ja doch recht modern. Der Bildschirm finde ich zu klein und was Dominik schon sagte, mit dem Blickwinkel ist Mist. Da müsste man den Monitor irgendwie anwinkeln können. Essen war top. Service auch. Die Koreanerinnen sind ja immer super, super freundlich. War ja auch schon bei Korean Air so. Ja, und jetzt geht es erstmal
in das Terminal 1. Da fliegt auch die Lufthansa ab, in die Lounge. Und vielleicht treffen wir auch dort jemanden, der unseren Kanal folgt. Wir haben 2 Personen, die wir mitnehmen können in die Lounge. Wir haben ja jeweils durch den Goldstatus die Möglichkeit, einen mitzunehmen. Mal gucken, vielleicht treffen wir jemanden, der mit rein möchte. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschö. Von wegen Security Check. Da ist gerade einer von Bodenpersonal oder was auch immer nach drin und hat jemanden abgeführt. Der ist jetzt weg. Jetzt dürfen wir aufstehen. So, hat ja dann doch geklappt. Jetzt sind wir in Seoul und müssen uns jetzt gar nicht beeilen. Also haben jetzt Zeit, müssen uns noch eine Boardingkarte besorgen. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.